Worum geht's heute? Heute geht's um unseren Kühlschrank. Das ist der EcoFlow Glacier Classic. Heiß, ne? Aber richtig heiß. Ich krieg hier schon einen Sonnenstich. Ja, jetzt sind wir ein bisschen in einem anderen Setting hier. Wir sind zurück in Ehrwald, hier bei Coaching und Urlaub.de, wo es einen richtig großen Geburtstag zu feiern gibt. Und dann haben wir jetzt mal die 2 Stunden vor der großen Almwanderung genutzt und sind hier mit Blick auf die wunderschöne Zugspitze in unserem EcoFlow-Setting. Hinter uns ist der Zugspitzgeist. Das ist von Thomas, der Betreiber hier dieser Akademie. Ist das ein ganz, ganz tolles Kunstwerk. Der Kampf um den Schatz des Berges. Ein Bergsteiger und ein Adler. Und die kämpfen da miteinander. Könnt ihr ja mal schreiben, wie euch das gefällt. Worum geht's heute, Alex? Worum geht's heute? Heute geht's um unseren Kühlschrank. Das ist der EcoFlow Glacier Classic. Das ist ein ganz neuer Kühlschrank von EcoFlow. Hat die alte Reihe abgelöst. Mit der alten Reihe konnte man noch Eiswürfel selber machen. Kann man mit dem hier jetzt nicht mehr. Dafür hat er mehr Platz für die wesentlichen Dinge, die man so benötigt. Und den gibt's in 3 verschiedenen Größen. Wir haben hier die mittlere Größe mit 45 Litern. Es gibt noch eine mit 35 Liter und eine 55 Liter Variante. Alle 3 Varianten haben die Möglichkeit, dass man praktisch den Raum, den man zur Verfügung hat, in 2 verschiedene Zonen einteilt. Einmal zum Kühlen, einmal zum Frieren oder beides zum Kühlen oder alles zum Kühlen oder alles zum Frieren. Also da gibt's die diverse Möglichkeiten, wie man den Kühlschrank bedient. So, habe ich genug. Fangen wir mal mit kleinen Sätzen an. Und warum sitzen wir überhaupt auf einer Wiese mit einem Kühlschrank? Ja, ist leicht zu erahnen. Das ist halt unser Kühlsystem im Ford Bronco, was wir neben Strom, Wasser und Heizung natürlich brauchen, wenn wir autark sind. Und wir sind jetzt hier absolut autark. Ich erkläre mal kurz, wie wir das machen, oder? Wenn du das möchtest. Willst du es erklären? Dann wird es wieder zu kompliziert nach deiner Also Meinung. Total easy. Wir haben hier einen Kühlschrank und der ist jetzt zurzeit bei 6 und 8 Grad. Wir haben den nämlich in 2 Zonen eingeteilt. Deswegen hat er hier 2 verschiedene Temperaturen angezeigt. Wir haben gesagt, wir möchten den auf 6 Grad runterkühlen. Auf der einen Seite ist er jetzt schon auf 6 Grad. Auf der anderen Seite braucht man noch ein bisschen. Dann, ja. Und das ging rucki zucki. Also vor 5 Minuten waren nämlich noch auf der einen Seite 13 Grad und auf der anderen Seite 11 Grad. Der hat 2 Griffe, 2 riesige Griffe. Mit dem können wir das relativ bequem, können wir den tragen damit. Und das ist nicht nur eine Kühlbox, sondern es ist auch ein Eisschrank, ein Gefrierschrank. Also eigentlich eine Kühl-Gefrier-Kombination, wenn man das möchte. Weil das, was Alex gesagt hat, gilt für beide Zonen. Also wir können beide Zonen frieren, wir können beide Zonen kühlen, wir können eine Zone kühlen und eine frieren. Ist echt ganz gut durchdacht. Ne? Ja, zum zweiten Mal. Ja. Ganz gut durchdacht. Vielleicht habe ich das schon gesehen. So, weiter jetzt im Text. Warum autark? Hier steht die EcoFlow Delta 2, die versorgt den Glacier gerade mit Strom. Das brauchen wir nicht. In unserem Setting brauchen wir das jetzt hier, weil jemand auf die Idee kam, die Zusatzbatterie des Glaciers nicht bestellen zu wollen, was wir jetzt aber tun werden. Ja, ich bin immer ein Freund von Sparen und ich musste mich tatsächlich davon erstmal selber überzeugen, dass man diese Batterie doch haben sollte, damit man auch ohne die Powerstation auskommt und direkt ans Solarpanel gehen kann. Aber ja, aber es funktioniert ja jetzt auch erstmal so. Und, genau. Aber warum thematisieren wir das überhaupt? Wenn man die Batterie hat, die wird hier unten eingeschoben, das ist so ein großer Block, kostet 250 €, glaube ich. Dann kann das Ding komplett so, wie es ist, 8 Stunden am Strand stehen und die ganze Zeit kühlen. Hier läuft gerade so ein kleiner Lüfter, den hört man vielleicht, und sich im Prinzip eingrooven. Das Ding ist auch sau heiß von außen, weil es hier einfach 30 Grad heute ist. Macht aber der
ganzen Technik hier auch keinen Abbruch und das kann die auch ab. Du sagst gerade, ja, dass der Lüfter, den hört man vielleicht. Also ich höre den hier kaum und der ist wirklich sehr, sehr leise. In der Nacht ne? auch, Also ne? dafür, dass der ja echt ständig kühlen muss bei den Temperaturen, da kann man locker mit schlafen. Der geht auch, wenn ich es jetzt so richtig in Erinnerung habe, in der Nacht auch ständig aus für längere Zeit. Dann ist der in so einem Eco-Schlafmodus. Den kann man auch zusätzlich nochmal einstellen und das ist auch nochmal ein riesen Pluspunkt dafür. Das ist ja wirklich ein Profiteil. Aber warum haben wir die Delta 2 jetzt angeschlossen? Weil wir die Batterie noch nicht haben und weil wir euch natürlich zeigen wollten, dass man auch das Panel von EcoFlow oder auch beliebige andere Panels, die diesen speziellen Stecker haben, hier dran betreiben kann. Dazu braucht man allerdings die Batterie. Man könnte jetzt zwar das Panel hier jetzt schon einstecken in den Kühlschrank, macht aber gar keinen Sinn, weil der Strom kann ja nirgendwo hingehen und hier geht auch dauernd das Licht an und aus. Insofern funktioniert das Sonnenpanel nur, wenn auch die Batterie drin ist. Das wird auch so klar gar nicht so gesagt im Netz. Das muss man sich dann auch erarbeiten, so wie wir das gemacht haben. Ja? Wollen wir mal aufmachen? Das hast du ja überwiegend. Ne? Du bist immer derjenige, der Vorreiter mit der Technik und du musst mir dann immer 10-mal erklären. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich nicht schwer. Ich mache das gar nicht so gerne, aber einer muss es ja machen. Ne? Komm, wir machen den mal auf. Weil ich habe nämlich nach dem Laufen noch gar nichts getrunken und ich warte schon die ganze Zeit, weil ich durfte vorher nichts trinken. Halt das mal und erzähl nicht so einen Quatsch. So. Der ist aber so. Wir können den ganz einfach hier aufbauen, wie so eine Kühlkiste. Hier machen wir den auf und da sind auch so ein paar Aufkleber drin, wie man was halt friert und lagert und zum Beispiel Früchte bei 5 bis 8 Grad. Wahnsinn. Wir können ihn aber auch, und das ist im Auto während der Autofahrt Gold wert, das dürft ihr auf keinen Fall unterschätzen, wir können ihn auch von dieser Seite öffnen. Also mega durchdacht. Und von beiden Seiten öffnen wir. Und jetzt kriegt sie endlich ihr Getränk. Sag, ob es kalt ist. Schön kalt, ja. Ich werde runtergekühlt. heute für dieses Video ein Kotzel trinken. Entschuldigt bitte. Das ist ja ein deutsches Video, aber das heißt tatsächlich Kotzel. Zeig mal, und, wo steht denn das? Ach, ja. da, Kotzel. Und das hat der Martin mitgebracht aus der Slowakei. So. Schmeckt aber nicht wie Kotzeln. Prost. Ich bleibe bei der Das schmeckt nicht alkoholischen Variante und Genau. trinke meinen Lieblingsdrink Vitamin Well Reload. Ja, keine Werbung. Werbung ausgeschaltet. So, jetzt passt auf. Jetzt habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn man das aufmacht, man sieht das jetzt im Hellen natürlich nicht so gut, habe ich erstmal links und rechts eine ganz schicke LED-Beleuchtung und ich habe hier in der Mitte einen Trenner. Wenn ich die Zonenkühlung oder auch die Gefrierkühlung aktivieren will, brauche ich auch diesen Trenner. Das haben wir auch in einem anderen YouTube-Video gesehen, was man mit dem Trenner macht, wenn man den nicht da reinmacht. Weil dann hat man ja mehr Platz drin. Auch super durchdacht. Dann kommt der Trenner nämlich einfach hier oben in den Deckel rein. So. Ja. Und jetzt ist der Trenner oben drin. Habe ich es richtig gemacht? Hast du richtig. Sehr gut. Finde ich auch ein schönes Feature. Ein weiteres schönes Feature darf jetzt Alex mal vorstellen, weil ich laber schon wieder die ganze Zeit. Das ist das hier, oder? Der Korb. Ja. Ja, der Korb, der trennt natürlich den ganzen Kühlschrank oder die Truhe in dem Fall in 3 Bereiche, wenn man ihn in der Mitte platziert. So haben wir es jetzt gerade gemacht. Bei uns ist das der Alkohol- und Glamping-Bereich. Jetzt redest du jetzt schon wieder. Man kann den eigentlich nur in der Mitte oder auf der anderen Seite platzieren. Und zieh mal hoch, den Korb. Da haben wir jetzt so Kleinigkeiten reingepackt. Neben dem Korb, da sind jetzt Flaschen und Dosen platziert. Gleich ist das Mikro ausgeschaltet. Nein, ich drück doch da nicht drauf. Und wir haben es auch eben aufgeräumt. Insgesamt, wenn man da jetzt nur Dosen rein tun würde, 0,33er, dann ist da, glaube ich, Platz für über 50 Dosen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Auf jeden Fall viel. Wirklich viel, viel Platz drin. Und ja, genau. Das kann man natürlich auch mit dem Glacier machen.
Ich kann mir nach wie vor Kühlelemente einfrieren da drin. Und ich kann mir natürlich, haben wir gestern noch gesehen, diese tolle Box mit den Eiswürfeln. Ich kann mir natürlich auch Eiswürfel da drin einfrieren. Also insofern ist das gar nicht so schlimm, dass das alte System hier gar nicht mehr drin ist. Weil wer Eiswürfel braucht, haben will oder auch fertige Eiswürfel mitbringt aus dem Supermarkt, der kann sich hier die Seite frieren und die halt entsprechend da drin auch lagern oder machen. Der produziert die zwar jetzt nicht mehr nach, ne? So wie das vorher ja funktioniert hat. Aber wir haben das ja auch in einem anderen Video gesehen, was das für eine Wasserschlacht da oben drauf war. Ist ja auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen Spielerei, wenn man nicht wirklich so der Eiswürfel-Fan ist, dass man ständig Eiswürfel haben muss. Also bei uns ist das jetzt so, dass die jetzt genau in den Wagen reinpasst, so wie dafür gemacht. Und da ist auch jeder Millimeter Platz total wichtig, weil wir sehen natürlich, dass wir mit unseren Lebensmitteln und auch mit unseren Getränkevorräten ganz anders umgehen müssen als zu Hause. Weil wir haben ja wirklich nicht dreimal Ketchup und dreimal Ketchup, 10-mal abgelaufen, 5 Stücke Butter, die schon ranzig sind und Wurst, die so eklig ist, dass man keine Lust mehr drauf hat. Hier reduziert man sich und finde ich nicht schlecht. Ja, also ich kann auf jeden Fall nur als Tipp geben, wenn ihr Wurst da kühlen möchtet oder überhaupt Dinge, vielleicht auch Käse, dann packt die in eine Dose, in eine geruchsdichte Dose. Und wir haben jetzt zusätzlich noch so einen kleinen Mr. Magic da reingestellt, der für frische Luft sorgt. Weil, ist auch nicht schlecht. Genau. Was noch schön ist, finde ich, der ist wirklich so robust, der ganze Kühlschrank, dass man sich da auch draufsetzen kann. Oder man kann es als kleinen Tisch benutzen. Willst du es mal zeigen? Mich da draufsetzen? Ja, mit deinem Getränk in der Hand. Mit meinem leckeren Getränk. So. Na, fast Platz zu zweit. Wir benutzen es auch als Leiter, ne, wenn wir nach oben ins Bett gehen. Und ist also jetzt so von unserem Setting her sehr aufwendig, weil wir mussten das erstmal alles hier ankarren. Aber in Zukunft haben wir diese Zusatzbatterie, dann brauchen wir noch nicht mal mehr das Solarpanel mit uns hinterher zu schleppen. Und dann fallen diese beiden Geräte weg, die Delta 2. Bleibt als zentrales Element im Bronco und das Panel bleibt da, wo es dann auch Strom machen kann, irgendwo in der Delta-Nähe. Ansonsten vielleicht noch was zum Verbrauch. Ich guck mal. Jetzt muss mal wieder hier runter. Ja, du bist ja kein Model. Ich guck mal hier drauf. Ja, der ist immer noch. Der ist dabei. Gerade verbraucht er gar keinen Strom. Das heißt, jetzt ist er auch in seinem Eco-Modus. Und ansonsten braucht er so 50 Watt. Also der kann die ganze Nacht an der Delta 2 hängen, 2-3 Tage und dann muss das Ding wieder aufgeladen werden. Also ein gutes Setting, eine gute Kombination. Wir sind begeistert. Jetzt ist er auch kalt. Jetzt ist er kalt und das ging sehr, sehr schnell. Ja. Ja, das war so das, was wir euch heute mal zeigen wollten. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt gerne. Wir haben bestimmt hier in der Impro das ein oder andere noch vergessen. Und würden wir es wieder kaufen? Ja, auf jeden Fall. Also von dem Glacier bin ich total überzeugt. Wir haben uns ja auch einiges anderes angeguckt und ich habe noch nichts gesehen, was so dem nahe kommt. Ja. Du? Ja, ich habe noch ein paar andere coole Sachen gesehen, die aus einer anderen Liga, auch aus einer anderen Preisliga sind. Dann kriegst du das nicht für 800 €, sondern für 2000. Das ist dann so in riesigen, stabilen Alu-Kisten. Die sind schon auch cool. Sah auch cool aus, aber ist auch viel schwerer dann schon wieder. Und mehr als kühlen tun die auch nicht. nee, das reicht alles hier. Wo ich super gespannt bin, wie wir hier in der Wüste mit klarkommen, weil wenn ein Sandsturm ist oder wenn es Staubwolken gibt, das mögen solche Geräte in der Regel nicht sehr gerne. Und wir planen halt, das so zu verbauen, dass wir dann auch nochmal einen Staubschutz davor bauen können. Aber wie gesagt, jetzt läuft ja alles. Jetzt müssen wir uns nicht beschweren. Jetzt können wir es nur wieder kaputt spielen und dann sehen, wie es weitergeht. Wollen wir mal nicht hoffen, ne? Danke euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und tschüss, bis zum nächsten bald. Video. Tschüss. Ich glaube, das war ganz schön, oder? Ja, glaube ich auch.